Um Inhalte im Customizer zu verwalten, gehen Sie über den Menüpunkt Design und klicken auf Customizer. Nachdem der Customizer geladen wurde, können Inhalte im Kopf- und Fußbereich über das Menü am linken Rand editiert werden. Um den Schnellkontakt zu bearbeiten, gehen Sie über Topbar auf Inhalte und ändern den Inhalt nach Ihren Wünschen ab. Über Kopfbereich Logo lässt sich das Logo ändern. Klicken Sie dazu auf den Button Logo wechseln und wählen das neue Logo aus, sofern es sich in der Mediathek befindet. Wenn nicht, muss es zuerst hochgeladen werden. Gehen Sie dazu in den Tab Dateien hochladen und klicken Sie auf den Button Dateien auswählen. Navigieren Sie jetzt auf Ihrem lokalen Computer zum gewünschten Bild und wählen Sie es aus. Das Bild wird jetzt hochgeladen und kann verwendet werden. Mit einem Klick auf den Button Auswählen wird das neue Logo ausgewählt. Optional kann das Logo noch zugeschnitten werden. Ich belasse es wie es ist und klicke auf Zuschneiden überspringen. Damit wären die Änderungen am Logo abgeschlossen. Auch der Fußbereich ist unterteilt in Widgets Fußbereich und unterste Fußzeile. Der Widgets Fußbereich wird deshalb so bezeichnet, weil die Inhalte nicht direkt über den Customizer platziert werden, sondern über die Widgets-Funktion von WordPress. Man kann aber über den Customizer die Anzahl der Spalten festlegen, die man dargestellt haben möchte. Zudem lassen sich die Hintergrundfarbe des Bereichs ändern, die Textfarbe für normalen Text in der Fußzeile, die Rahmenfarbe für Randfarben, falls vorhanden, die Farbe für Links bzw. verlinkte Menüpunkte sowie die Farbe, wenn sich die Maus über den Links befindet. Damit die Änderungen übernommen werden, muss auf den Button Veröffentlichen geklickt werden, was ich nicht machen werde, da dies lediglich eine Vorführung ist. Ich klicke auf Customizer schließen bzw. beenden.